Ja, dann sage ich mal Moin Moin und willkommen zurück. Eben sind wir ja hier drauf gegangen. Jetzt möchte ich den Typen aber doch mal direkt erledigen. Mal gucken, kriege ich das so hin? Okay. Ich habe auf jeden Fall die Aufmerksamkeit gekriegt. Von den Jungs. Zack. Erledigt, möchte ich mal sagen. Okay, das heißt... I knew nothing resembling good times lay beyond that gate, but I was gonna have to face the music sooner or later. Also er geht mal gleich Hardcore hier. Einfach ins Hauptquartier. Figured I'd bag those up for evidence. Ja, genau. Erstmal die Painkiller als Beweismittel mitnehmen. Max hat schon einen coolen Humor. Aber es ist schon, er hat schon ziemlich Eier, muss man sagen. Wenn er hier jetzt so einfach mal ins Polizeirevier reingeht und alle aufmischt. I guess our little stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. Ja, genau. Erstmal gegenseitig Their faces abknallen said it lassen. all. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never leaving at all. Okay. For me, for once the police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense De Silva had pulled, it seemed to be working. Okay. Also ich muss auf jeden Fall hier lang. Aber... Okay. Die armen Schweine habe ich erstmal befreit. Ist hier noch was zu holen? Nein, da ist nichts zu holen. Keine Painkiller hier. Schade. Was ist mit dir los? Dann schießt dir dein Arm mal kaputt hier, Junge. So sieht die Scheiße nämlich aus. Okay, also da vorne. Ups. Falscher Knopf. Ich drücke immer Shift, obwohl ich es eigentlich gar nicht will. Aber ich kenne das aus anderen Games so, dass ich damit laufe. Deswegen bin ich da so ein bisschen verschwenderisch, was das angeht. Okay, hier ist nichts. Weiter geht's. Oh, nice. Ah. Ist das hier eine Tüte mit Kacke oder was? Okay. Jetzt geht's mal raus. Ach nee. The last few prisoners were trapped in here, and more pressingly, seemed I was too. Boah, direkt ins Auge, Junge. Steh doch auf, Junge, Max. Das waren 2 Treffer. Die reichen. Na komm, der sitzt. Oh, unten kam es noch raus am Eier. Habt ihr das gesehen? Das war der beste Treffer. Also nicht für ihn, aber... So, jetzt brauche ich nochmal Painkiller. Kann ich hier was öffnen? Nee. Oder? Nee, geht leider nicht. Hier gibt es also... Security switch had to be in that booth. Security Switch. Ich will erstmal Waffen aus... Warte mal. Der hat doch eine schöne hier. Ja, genau. 30 Schuss. Okay. Aber Painkiller müssten ja auch noch irgendwo rumfliegen. Nehme ich eine Pumpgun oder nehme ich lieber die Knarre? Ich glaube, ich bleibe bei der hier. Da kommt mehr raus. Oh, Painkiller. Sehr gut. Da haben wir welche. Und hier ist der Security Switch wahrscheinlich. It was Monday's arrest log, as far as I could tell. And no sign of anybody from Nova Esperanza. All those poor bastards have been checked straight into the Imperial Palace Hotel. Mhm. Ah ja, da haben wir den.
Okay. Das heißt, wir haben jetzt das halbe Polizeirevier auseinandergenommen. Mit einer Panzerfaust. That kid had the right idea. There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left off. And Okay. I immediately regretted that decision. Macht ihr mal irgendwann Pause? Nee, ne? Wo finde ich denn die... Ach, hier. Ah, war klar. Scheiße. Ich habe die Panzerfaust gerade nicht gesehen. Aber die liegt ja hier genau um die Ecke. Da. Jetzt muss ich nochmal warten, bis da aufhört zu schießen. Machen wir Pause da oben. Und jetzt warten. Komm schon. Jawohl. Die sind aber auch ziemlich gut ausgerüstet mit ihren Helmen. Das sieht auch lässig aus hier. Woher kommt das? Ja, komm, den machen wir auch alle. So. Von wo? Von da? Was willst du denn hier? Ach, wie viele Leichen hier rumliegen. Junge, Junge. Wie gesagt, ich habe ja schon 1000 Leute gekillt in dem Game. Oh. Well, wasn't this nice? The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking, drunk it, then blown my head off. Porra, você tá tentando fazer? Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade for amends. Time moves forward. Nothing changes. Mhm, da hat er recht. Das ist alles irgendwie... Okay, was haben wir jetzt hier? Es erinnert doch ein bisschen an die alten Teile. Oh, Painkiller, schön. Hier nochmal. Die brauchen wir auch. Jetzt muss ich nochmal springen, das sieht nämlich cool aus. Na komm, hau ab. Na komm. Junge, Junge, das ist aber ja Action ohne Ende. Ein Spaß für die ganze Familie. Every bastard in the joint must have known I was on the loose by now. I couldn't afford to waste any more time. Okay, jetzt haben wir hier durchsucht, die rechte Seite. Jetzt gehe ich noch mal links gucken. Vielleicht liegen hier auch noch Painkiller rum. Die kann ich... Oh, hier Knarrenteile. Goldene Waffe. Aber leider liegt hier nichts am Painkiller rum. Komm, mach doch mal auf, die Krütze hier. Achso, die Leiche liegt davor. Bleib stehen. So, die hätten wir auch geklärt, die Jungs. Oh, hier noch so ein Waffenteil. Police food. The same crap the world over. But I could reminisce about the old days later. For now, there was more pressing matters to deal with. Richtig, und ich hoffe, hier gibt es wieder Painkiller. Wie ihr merkt, bin ich nur auf der Suche nach Painkiller. Wie so ein Süchtiger, aber ich muss damit irgendwie überleben. Ach, keine da. Dann geht's mal hier raus. War das nur einer? Oh, doch nicht. They'd come from the control room. It looked like the security cameras were still running. Okay, da gucken wir doch gleich mal nach. Aber hier finde ich auch nix, ne? Nix, was mich doch... Ein goldenes Teil.
Habe ich jetzt schon eine komplette Waffe? Wahrscheinlich nicht. Ich habe auch nicht so richtig extrem danach gesucht. Ja, was gibt's hier zu sehen? Interessante Sachen, Max. It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided-up half-wit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. Okay. Of course, they were headed my way. Den haben wir doch gleich. Nummer 1 zumindest. Nachladen. Den muss er jetzt nachladen, Junge. Okay, den haben wir. Ich kriege immer noch Schüsse ab. Von wo? Oh, wie viele sind denn das? Zwei. Da haben wir auch noch einen. Und den haben wir auch. Das ist noch nicht der letzte gewesen. Da ist noch einer. Da ist noch einer, den habe ich doch gesehen. Ja, Fallujah. Ne? If the heat was rising, that meant I was getting closer to the source. I had to keep moving. Yes. So, aber wenn das Fallujah war, dann war das für die auf jeden Fall ein Todesurteil. So, was haben wir hier noch gesehen? Gab es hier noch Hinweise? Nein, ich glaube nicht. Und da auch keine Painkiller. Okay. Das heißt, finde ich hier noch was? Nee, ist zu. Und hier vorne? Hier sind noch Painkiller. Jawohl. Und eine Knarrenteil. Habe ich gerade gesagt, eine I Knarrenteil? saw the elevator doors were open. Ich meinte auch eine Knarrenteil. So. 5. Etage. Damenwäsche. Auf geht's. Okay, die haben den angehalten. If there was one thing I learned since being in Sao Paulo, it was that me and the local elevators were not a good mix. Okay. 3 Schüsse. Naja. Painkiller. Yes, 4 habe ich jetzt schon. Das gefällt mir sehr gut. Die sind auch schnell wieder weg. Das darf man nicht vergessen. Hier ist nichts, glaube ich. Nee. Whatever depressing fate lay on the other side of those doors, there was no point in putting it off any longer. Junge, direkt in den Mund. Alter Schwede. Der war nicht übel. Und du? So, nochmal einen Arsch schießen. Irgendwann ist er ja kaputt. Woher kommt das? Ach, von da. Okay. Da ist doch noch einer. Komm, Max. Schieß ihm das Bein weg. Na komm, in den Fuß und dann ist er tot, oder? Ja doch, tatsächlich. Oh nein. Okay. I killed more cops than cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me I should probably have gone over the plan in more detail, but it was too late for that now. AUP. Those were the guys who jumped the yacht in Panama. And what was this? Had the Brazilian cops tipped them off about the money?
Neue Hinweise gefunden, sehr gut. Painkiller immer noch nicht. Aber ich habe ja noch 2 zumindest. Wie gesagt, die sind ratzfatz weg. Und wenn man so viele Gegner platt machen muss wie eben, dann wird das echt schwierig. Okay. Hier ist nichts weiter. Doch, hier vorne sind Painkiller, sehe ich doch. Dann habe ich zumindest 3. Sao Paulo's own David and Goliath. I'd pinned De Silva as a coward, but he'd risked more than anyone. And he'd never taken a bribe. Okay, die wissen also über ihn Bescheid. Wollen wir nicht hoffen, dass die seiner Family auf den Sack gehen. I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was. 5,000 miles from a home I couldn't go back to on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine. So, was haben wir hier? Ein paar Sachen zu essen. Ein Beamer. Brasil. I'd spent my career dozing off in the briefing room. Now wasn't the time. The CS were all but out of business in Sao Paulo, and suddenly Becker and Victor looked like local heroes in the war on crime. They'd really gotten their money's worth outsourcing their problems onto me. Okay. Weiter. My old pal Serrano. We'd both been unwitting clowns in this sorry circus. Part of me hoped he'd made it out of that hotel alive. I didn't recognize the guy. Maybe this was the new slum king De Silva had talked about. A throne never stays empty for long. Fame at last. It was no great surprise I'd made Ufe's most wanted list. I hadn't done much to improve the reputation of Americans abroad over the past few weeks. And there they were, my illustrious employers. 3 dead and still every chance I'd go 4 for 4. None of this was gonna look good on the resume. And I was in good company. Howell Passos, sent up north to find a washed-up gringo who would act tough and play dumb. Boy, did he ever deliver. Okay. Das heißt, jetzt müssen wir ein bisschen mehr. Ich sehe da einen Painkiller. Oh, beruhigt euch. So, jetzt hole ich mir erstmal den Painkiller. Oder habe ich den schon? Ich habe den scheinbar schon. Okay. Schauen wir doch mal. Nimm nochmal die fette Wumme, Junge. Oh. Junge, was ist das für eine Nase? Ist ein Taschentuch? It was starting to feel as if I'd never leave that place. Like one of those nightmares where you keep running and running, only to discover you're chasing yourself. Ist hier noch was? Messer. Okay, mit Messern kann ich nichts anfangen. Nothing I was gonna find in there could make a difference now. I had all the evidence I needed. Okay. Das heißt, wir nehmen uns doch lieber mal die mit dem Lampenaufsatz. Aber mehr Schüsse. Also 8 ist doch etwas wenig. Okay, ist hier noch irgendwas, was man absnacken kann? Schauen wir uns nochmal um. Nee. Also hier durch die Tür. Oh, Gas. Tear gas. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. That would have been too easy. Okay. Hier? The bastards had me locked in. Ah, die Penner. This was a waste of time. The doors were all locked. There had to be something else I wasn't seeing. My eyes and throat burned, but at least I could breathe. I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique.
Junge. Da warst du ein bisschen überrascht, ne? Ich auch. Hat er jetzt so einen Visor gehabt wie Geordi LaForge hier, ne? Bei Star Trek. Nur in Rot. There it was, the tape from the Bronco security system. Jetzt bin ich ja gespannt. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela. Bachmeyer, Becker's right-hand man. His time would come. Him and Becker. Okay. Jetzt wissen wir zumindest schon mal, wer es war. Und den nehmen wir uns natürlich wie immer vor. Und Max wird ihn erledigen, denke ich mal. Also ich bin ja Max, also, ne? Gibt es hier noch was? Nein, hier gibt es leider nichts, was mir gefallen könnte. Wir müssen also hier lang. Und das sollten wir auch machen. Aber das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Deswegen sage ich euch wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaut das nächste Mal wieder rein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wenn ja, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr ein Abo da lasst oder einen Daumen nach oben oder einen Kommentar. Wie gesagt, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.